Schnarcher TV. Udo Bertram von Schnarcher TV macht sich auf den Weg. Bevor es richtig losgeht, bespricht er sich mit seinem Team. Jeder von ihnen ist Mitglied im Schlafapnoe e.V. Ihre heutige Ausrüstung ist eingepackt und startklar. Jede Menge Material zum Verteilen. Über Schnarchen, das krankhafte Schnarchen und Begleiterkrankungen. Alles das sind Themen, über die das Team heute beraten und informieren möchte. Ihr Einsatzgebiet, die Wuppertaler Innenstadt. Frau Rocholl, seien Sie gegrüßt. Und schon trifft man alte Bekannte, Frau Rocholl aus dem Schlaflabor. Das heißt, wenn man also da nachts... Was ist die Frau Rocholl? Die Frau Rocholl ist so nur positiv. Ja, ne? Ich habe selber mal in ihrem Schlaflabor übernächtigen dürfen und muss sagen, bin bestens betreut und allerbestens überhaupt behandelt worden. Dank Frau Rocholl, das muss auch mal gesagt werden. Man muss sich auch mal Menschen, die wirklich viel Gutes tun, das muss man auch ein Dankeschön sagen. Das ist so einfach. Es ist einfach so. Das Team vermittelt immer wieder Wissen zum Thema, lernt dadurch aber auch, wie Schnarchen in den verschiedensten Sprachen heißt. Welche Landessprache haben Sie? Türkisch. Türkisch. Dann heißt Schnarchen Ja, Ollama. ich schnarch. Das heißt Schnarchen Ollama, Ollama. ja. Das weiß ich. Hab ich nämlich gelernt. Ne? Ollama. Orlama. Orlama, ja. Richtig. Aber das weiß ich schon. Ja. Schönen Tag. Okay, Ne? gleichfalls. Tschüss. Ne? Ollama. Ollama hat man nämlich schon mal. Ne? Weißt du Immer noch? wieder beschweren sich die Frauen über das Schnarchen der Männer. In diesem Fall hat es Wir endlich sind ein auch wieder froh und Ende. glücklich. Ich bin froh und glücklich. Das Wie? könnt ihr wohl glauben. Wie meine Frau. Ja. Und seit wann haben Sie es? Ich habe es vorhin jetzt. Meistens Seit vor einem Jahr. Ja. Ja, aber Sie können jetzt in Ruhe wieder schlafen. Ja, das war schlimm. Man schläft selber nicht mehr. Ich war nachher schon ganz nervös und hektisch geworden. Ne? Und man muss doch Folgendes bedenken. Bei mir ist es doch auch so gewesen. Meine Frau hat das bemerkt. Ich habe mir gesagt, Quatsch, Schnarchen tut jeder. Nein, bis dass ich den hinterher gewusst habe. Ich hatte zum Beispiel Krankheiten gehabt, wo ich gesagt habe, ich habe im Herzen was. Das war die Apnoe. Seitdem bin ich bestens drauf und wir können zusammen noch schön Urlaub machen. Ja, vielleicht würde ich heute schon im Rollstuhl sitzen. Und da muss man dran denken. Darum machen wir uns auch die Arbeit. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende und würden uns sehr freuen, wenn Sie mal kommen. Okay, tschüss. Große Frage immer wieder. Wodurch merkt man eigentlich, dass man selber schnarcht? Nee, eigentlich nicht. Nur morgens früh, als ich mal aufstand, da war so ein Balken durchgesägt bei mir im Wohnzimmer. Das Interview, so eine kleine Tasche, Ja, danke damit Sie schön. auch wissen, wer wir sind, was Ja. wir sind und was wir machen. Alles klar, vielen Dank, meine Schönes Herren. Wochenende. Viel Erfolg. Ne? Jo, Danke, gleichfalls. tschüss. Für das Team von Schnarcher TV eine erfolgreiche Mission. Aber noch lange nicht die letzte. Schnarcher TV.